Früher habe ich meine Brote im Ofen gebacken. Heute bereite ich sie im Kochtopf zu. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, einfach auf den Button klicken. Ich freue mich. 250 Gramm Dinkelmehl 1050. Das liegt genau zwischen hellem Dinkelmehl und Vollkorn-Dinkelmehl. Und 250 Gramm Dinkel-Vollkorn. Und einen Teelöffel Salz. Einmal verrühren. Hier habe ich 380 Milliliter warmes Wasser und darauf gebe ich 2 Teelöffel Trockenhefe. Das sind ungefähr 5 Gramm. Einmal verrühren, sodass sich die Hefe auflöst. Hier habe ich einen Teelöffel Öl und meinen Wasser-Hefe-Mix gebe ich jetzt in einem Schwung auf mein Mehl. Den Teig decke ich ab und warte, bis er aufgegangen ist, etwa 1-2 Stunden. Schaut mal, wie schön mein Teig aufgegangen ist. Und den Teig falte ich jetzt einfach einmal zusammen. Dann nehme ich hier meinen Kochtopf. Der hat einen Durchmesser von 20 cm. Wichtig ist, dass er von innen beschichtet ist. Ich gebe in den Topf kein Öl und streue auch kein Mehl auf den Boden. Einfach den Teig in den Topf füllen. Deckel drauf und den Teig noch mal ein bisschen gehen lassen. Den Topf stelle ich schon mal auf die Herdplatte und lasse den Teig noch mal ungefähr 20-30 Minuten gehen, bis er noch mal ein bisschen gewachsen ist. Mein Teig ist noch mal richtig schön aufgegangen. Mein Herd hat 9 Stufen und ich backe das Brot auf Stufe 4. Währenddessen lasse ich die ganze Zeit den Deckel drauf. Das Brot lasse ich etwa 50 Minuten von der ersten Seite backen. Was aber viel wichtiger ist als die Backzeit, ist die Oberfläche des Teiges. Ich zeige euch das gleich. So, dann schauen wir uns den Teig mal an. Ja, das ist fast feste. Ihr seht, da klebt nichts fest. Ich warte noch ein paar Minuten. Ja, die Oberfläche ist jetzt fest und dann kann ich das Brot wenden. Dafür lege ich das Brett einfach auf den Topf und drehe das Brot vorsichtig um. Das Brot ist jetzt auch hier schön fest. Jetzt drehe ich das Brot um, stülpe den Topf wieder drauf und drehe das Ganze wieder um. Deckel wieder drauf und zu Ende backen. Von der zweiten Seite backe ich das Brot für etwa 15 Minuten. Das Brot sollte fertig sein und das hole ich jetzt raus. Dann zeige ich euch mal, wie das von innen aussieht. Schaut euch das an. Boah, das ist sowas von zart und weich innen. Seht ihr das? Das Schöne ist, das ist außen total knusprig und innen butterzart. Und das bekommt ihr mit keinem Ofen hin. So ein zartes Brot könnt ihr tatsächlich nur im Topf backen. Und wenn ihr noch andere Brote im Topf sehen möchtet, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Welches Brot hättet ihr gerne im Topf? Schreibt mir das in die Kommentare und dann backe ich das für euch. Viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann vergesst nicht auf den Button zu klicken. Euch kostet das nichts, für mich ist das eine große Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.